Einen wunderschönen guten Abend für unsere heute letzte Runde der Diskussion über die Welt von morgen. Wir stellen uns jetzt die Frage tatsächlich, wie sieht das Wachstum der Zukunft aus? Und wir haben von vielen Seiten beleuchtet heute. Ich fand es unheimlich spannend zu hören, die Frage, was teilen wir denn eigentlich? Wo geht es da los und mit wem teilen wir eigentlich? Und ich glaube, heute kommen wir auf jeden Fall nochmal auf die planetare Frage. Wir haben nämlich zu Gast jetzt Joe Keser, da freue ich mich sehr, Hallo, dass du gekommen bist. Wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Und mein Empfinden ist, dass zumindest in den letzten 2 Jahren, wo wir mit den Scientists for Future sehr stark die Klimafrage nach vorne gerutscht haben und dann eben auch die Fridays for Future Bewegung sehr stark Siemens als einen Konzern auf den Kicker genommen hat, dass im Grunde genommen, welche wirtschaftliche Praxis ist denn eigentlich noch passend innerhalb der planetaren Grenzen, sich niemand so sehr in die Debatte reinbegeben hat wie Joe und natürlich einerseits Lob, andererseits viel Kritik geerntet hat und auch verschiedene Wege gesucht hat, wie wir die Dinge thematisieren können. Wissend, dass natürlich jeder einzelne Konzern nicht isoliert agiert, aber natürlich auch wissend, dass wir jetzt sehr schnell in die Veränderung kommen müssen. Deshalb freue ich mich sehr, diese Pfadabhängigkeiten des bisherigen Wachstumssystems, die Frage von, was kann Wachsen in der Zukunft sein und welche Allianzen brauchen wir vielleicht, um zusammenzuwirken, damit wir da auf den Weg kommen, heute mit dir hier zu diskutieren. Ja, schön. Reha, du wolltest einsteigen, ne? Hast du gesagt? Ich steige gerne ein. Also ich meine, du bist ein Wolf, der viel Schnee gesehen hat und der sich etwas anders als der eine oder andere hier auf der Konferenz lange in der Praxis hat bewähren müssen. 40 Jahre bei Siemens gearbeitet, sehr lange in verantwortlichen und höchstverantwortlichen Positionen. Es gibt im Augenblick bei der Frage des globalen Umdenkens, der Nachhaltigkeitsrevolution, so eine Auseinandersetzung zwischen Leuten, die sagen, man kann das alles über Technologie lösen, und denjenigen, die sagen, wir können das nicht lösen, wenn wir nicht unseren Lebenswandel gravierend verändern. Du hast 40 Jahre in einem Technologiekonzern gearbeitet. Glaubst du, dass wir die gesamten Umweltprobleme mit Hilfe von Technologie lösen können? Das glaube ich nicht, ehrlich gesagt, weil wir auch eine Verhaltensänderung benötigen. Das heißt, sowohl auf der Nachfrageseite, aber eben auch, wie gehen wir mit den fast unendlichen Möglichkeiten der Technologie wirklich um? Wie machen wir das Thema sozial-ökologisch? Ich glaube, dass der Kapitalismus, den wir jetzt durchaus sehr deutlich gesehen haben, es zu weit getrieben hat, was die Ausgrenzung bestimmter gesellschaftlicher Aspekte angeht. Und das muss sich ändern. Und wenn wir heute sehen, was wir auch aus der Pandemie empirisch erkannt haben, dass nämlich, wenn wir die Nachhaltigkeitsziele der UN hernehmen, das erste, nämlich das Thema Armut, dass wir 140 Millionen Menschen zurück in die Armut befördert haben durch die Pandemie, dass über 100 Millionen junger Menschen, Schüler, nicht mehr lesen und schreiben können. Und dass aber gleichzeitig die 1000 reichsten Milliardäre innerhalb von einem Jahr wieder vor der Pandemie waren, in ihrem Wohlstand. Da muss man sich überlegen, ist das alles richtig? Oder sind eigentlich die Scheren zwischen Arm und Reich noch weiter aufgegangen? Ist die Spaltung der Gesellschaft noch weiter vorangegangen? Und wie schaffen wir es eigentlich, eine Integration von sozialem Frieden, von Technologie oder auch marktwirtschaftlicher Orientierung und letztlich aber auch der Ökologie zu bauen? Und darauf kommt es eigentlich an. Und das muss anders gehen, als wir das bisher auch miteinander gestaltet haben. Wie groß sind die Handlungsspielräume von Konzernlenkern in dieser Situation? Muss man sich vorstellen, dass das Herren sind, die die Spielregeln ändern können? Oder sind sie Getriebene eines globalen Wirtschaftssystems, geprägt durch Wettbewerb, Konkurrenz, durch die Interessen der Shareholder, die solche Handlungsspielräume am Ende gar nicht haben? Also zunächst einmal sind es nicht nur Herren, sondern auch, wenn auch noch sehr in der Unterzahl, auch Damen, die sich, wie wir alle versuchen, eine bessere Welt zu gestalten. Ich glaube, dass Unternehmen schon eine Verantwortung haben, diesen Führungsanspruch auch sozial-ökologisch abzubilden, dass man die Gesellschaft integriert. Man hat ja viele, viele Jahre eigentlich diese Milton Friedman Doktrin, the business of business is business, oder
Anders ausgedrückt, kümmert euch um euer Unternehmen und um die Shareholder und ansonsten kümmert euch nicht um gesellschaftliche Themen. Dass diese Maxime, wenn sie überhaupt jemals richtig war, spätestens jetzt völlig überholt ist. Heute ist eigentlich der Business of Business is Society. Und ich sage immer, ein Unternehmen, das der Gesellschaft nicht dient, sollte am besten eigentlich gar nicht existieren. Das ist eine große Aussage, ich weiß das. Das ist auch so, dass viele Aktionärinnen und Aktionäre, also die Eigentümer von großen Aktiengesellschaften, natürlich da eine sehr differenzierte Meinung haben. Aber am Ende des Tages wird eine nachhaltige Art des Wirtschaftens nur dann möglich sein, wenn wir auch den sozialen Frieden schaffen, die Integration der Gesellschaft stärken, weil die Digitalisierung, nämlich genau die Technologie, zu einer weiteren Spaltung der Gesellschaft führen wird. Das ist vollkommen klar. Und es ist die Aufgabe eben auch der Unternehmenslenkerinnen und Lenker, dafür zu sorgen, diese Perspektiven aufzuzeigen. Dass sie die Welt alleine retten, wird nicht gehen, weil die hoheitliche Aufgabe des Staates, nämlich Rahmenbedingungen zu schaffen, dort ist und auch richtigerweise dort bleiben soll. Ich finde das ja total interessant, diesen Gedanken aufzunehmen, den du formuliert hast. Darüber hatten wir auch diskutiert dann in dem Kontext. Zum Beispiel die Unternehmen, die der Gesellschaft dienen, weil sie Energie, die die Gesellschaft braucht, zur Verfügung stellen. Und dann sind wir jetzt ja gerade in der Phase, welche Form von Energiebereitstellung sollte so schnell wie möglich abnehmen und welche alternativen Formen sollten sich aufbauen. Und da ging es ja zum Teil darum, wie disruptiere ich eigentlich mein eigenes Geschäftsmodell ein Stück weit. Wie kann ich das mit Aktienanteil oder Shareholdern durchziehen, die im Grunde genommen ja ein anderes Interesse vielleicht auch noch haben, gerade wenn die politischen Rahmenbedingungen noch nicht stehen. Also wie kommen wir da in dieser Definition weiter, die ich gut finde, und diese Übergangslösungen aber tatsächlich auch dann zu thematisieren und zu schauen, wie können diejenigen, die das sehen, das auch beschleunigen konsequent? Nein, auf der Energieseite ist es eigentlich noch relativ deutlich, was ich meine mit gesellschaftlicher Integration. Man muss sich das so vorstellen, wenn wir heute, also erstmal steht außer Frage, dass wir die Emissionen gravierend senken müssen, dass wir das 1,5 Grad Ziel auch Richtung 2030 erreichen müssen und nicht irgendwie später. Das ist vollkommen klar. Also wir haben ein ökologisches Problem. Und zwar ein richtiges. Wer das noch nicht begriffen hat, der müsste man nochmal helfen, aber eigentlich ist es schon zu spät. Das ist klar. Die Frage ist jetzt eigentlich, wie komme ich dahin? Und gerade in der Energie ist die Frage der sozialen Gerechtigkeit, der gesellschaftlichen Integration eine ganz wichtige Frage. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir von fossilen auf erneuerbare Energien gehen wollen, was die Erzeugung angeht. Das ist klar. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir dahin? Die Aktionärinnen und Aktionäre haben damit überhaupt kein Problem, solange Umsatzwachstum da ist, solange auch Profitabilität, also der Return on Capital, also praktisch die Rendite da ist, haben die überhaupt kein Problem. Und diese Rendite, die kann man eigentlich relativ leicht erzeugen, indem man auf erneuerbare Energien setzt, indem man Offshore macht, indem man auch intelligent die jeweiligen Energieerzeugungsträger verbindet mit dem Verbraucher, also dem sogenannten Smart Grid. Das ist einfach. Die schwierige Frage ist eigentlich genau die soziale Frage. Also Ökologie klar, Profitabilität und Wachstum klar, als Maxime der Shareholder mal angenommen. Die Frage ist jetzt nach der sozialen Integration. Es ist nämlich heute so, wenn wir fossile Energieerzeugung machen, mit Turbinen für Kohlekraftwerke und Gaskraftwerke, dann braucht man für die Herstellung von 100 Einheiten Strom ungefähr 100 Einheiten Mensch als Arbeitskraft. Wenn wir das Gleiche machen mit erneuerbar, angenommen ein Mix 50-50 zwischen Wind und Sonne als Hauptträger der Erneuerbaren, dann braucht man für die gleichen 100 Einheiten Energie nur 50 Einheiten Mensch. Das heißt, ceteris paribus fallen mir 50% der heutigen Beschäftigten weg. Das ist die quantitative Komponente. Dann gibt es die qualitative Komponente, die besagt, dass heute die Qualifikationsanforderungen für erneuerbare Energieherstellung komplett andere sind als die im fossilen Bereich.
komplett anders. Das heißt, ich muss eine Requalifizierung dieser Menschen machen. Und drittens findet die Produktion von zum Beispiel Windkraftanlagen, wie eben die Rotoren, garantiert nicht an den Standorten statt, an denen man Dampfturbinen gebaut hat für Kohlekraftwerke oder Gasturbinen für gasbetriebene Kraftwerke. Das heißt, ich habe eine regionale Problematik, die man lösen muss. Menschen in Berlin, die einen guten Job machen im Gasturbinenwerk, kann ich einfach sagen, jetzt gehe aber morgen bitte nach Cuxhaven, weil dort haben wir eine Windfabrik. Das kann man mit Ingenieurinnen und Ingenieuren machen, Hochqualifizierten, aber nicht mit Menschen, die eigentlich nur einen guten Job machen wollen, abends nach Hause gehen, eine Familie, ein Leben haben und natürlich auch ein soziales Umfeld. Also quantitativ, qualitativ und letztlich auch noch mobil. Und das ist eigentlich die große Frage, wie geht das über Zeit? Das geht über Zeit. Das ist eigentlich die Geschichte, die müssen wir miteinander lösen, weil eine Energiewende ohne sozialen Frieden ist keine gute Energiewende. Ich würde einmal die Ökologie kurz festhalten, dann spiele ich zu dir, weil du Arbeit total im Fokus hast. Weil ich möchte noch mal einmal klarstellen, dass das ist einfach, das klang jetzt sehr einfach. Aus meiner Wahrnehmung brauchte es die Finanzdruck, also aus dem Finanzmarkt den Druck, der ja auch eigentlich durch eine Antizipation einer politischen Regulierung kam, dass auf jetzt die Klimarisiken tatsächlich eingepreist werden müssen. Also wir haben sehr viele Diskussionen darüber, wie Paris-kompatibles Accounting und Rechnungslegung überhaupt stattfinden kann und wie wir genau dieses verhindern bis zum letzten Moment. Ich finde schon, dass man das immer noch wahrnimmt. Bis zum letzten Moment versucht wird, diese transformativen Investitionen auszusitzen und zu verschieben und nochmal schnell von dem Bestand, wie er ist, erstmal nochmal gut zu verdienen. Also so richtig den Beschleunigereffekt habe ich da nicht gesehen bis zu dem Zeitpunkt, wo tatsächlich von Seiten Finanzen, aber auch von der Regulierung zum CO2-Preis ein bisschen Druck aufkam. Und diese Glaubwürdigkeit des Rahmens ist ja tatsächlich auch etwas, wo wir zumindest in der Forschung immer sagen, dass das im Grunde genommen die positive Verstärkung sein müsste. Und da bin ich eigentlich froh, dass mehr und mehr Unternehmen langsam rauskommen und sagen, dass die UnternehmerInnen das einfach alleine regeln können, der Markt das alleine regeln kann. Das stimmt so nicht. Wir müssen veränderte Rahmenbedingungen haben, damit sich Geschäftsmodelle schneller ändern können, inklusive Investitionsentscheidungen, die sich mittelfristig positiv auf das Ergebnis auswirken, auch rechtfertigen lassen. Das nächste Mal sprachen wir ja von der Befriedigung, wenn du so willst, von Shareholder-Interessen. Ja. Und Shareholder-Interessen, also Kurssteigerungen, kommen im Wesentlichen von Wachstum und oder Profitabilität. Vorzugsweise von beiden. Oft ist auch das Wachstum, die Wachstumsdynamik als solche eine Kurs- und damit Investoren fördernde Maßnahme. Und da bezogen ist das Thema Energiewende vergleichsweise einfach, weil Wachstum und Profitabilität auch bei erneuerbaren Energien gut stattfinden. Okay. Hier haben wir die soziale Komponente, die eine schwierige Aufgabe ist, sie zu integrieren in die Interessenslagen. So, jetzt grundsätzlich braucht es den Staat oder Regulierung. Naja, gut, zunächst müssen wir unterscheiden, auch wer ist der Kunde, wer ist der Lieferant. Wenn die Kunden fordern, wir wollen aber gerne ein fossiles Kraftwerk, muss man sich überlegen, bedienen wir den Kunden oder steigen wir aus dem Geschäft aus? Oder bieten es auch gar nicht mehr an, wie jetzt kürzlich die Siemens Energy auch bei Kohlekraftwerken das formuliert hat. Und da gibt es natürlich schon auch das Thema, dass Energie ja eine sehr kritische Infrastruktur ist. Es wird ziemlich dunkel nachts, wenn man keinen Strom hat. Das heißt also, Regierungen bestimmter Länder haben hier auch Mechanismen der Absicherung ihrer kritischen Infrastruktur. Und da beginnt natürlich die Problematik. Wenn Sie Indonesien ansehen oder in Punkten auch Indien oder nehmen wir China, dann hat China natürlich als Kohleverbraucher von 50% des weltweiten Kohleverbrauchs auch ein natürliches Interesse daran, mit heimischen Rohstoffen die Infrastruktur, so sie denn kritisch ist, sicherzustellen. Das heißt also, Energie wird auf einmal ein strategisches Interesse einer Volkswirtschaft. Ja. Und da beginnen wir dann eben in die zielkonfliktäre Debatte einzusteigen. Volkswirtschaften, Regierungen, Völker haben Interessen. Zum Beispiel eben die Verwendung eigener Rohstoffe, die Absicherung von kritischen Infrastrukturen wie der Elektrifizierung. Und da muss man sich natürlich fragen, als Lieferant, nehme ich jetzt an dieser
an der strategischen Interessenslage teil oder nehme ich nicht teil? Und dann kommen wir in den Konflikt mit den Aktionären, dass die sagen, pass mal auf, die Firma gehört eigentlich mir und nicht dir als CEO, Angestellter eines Unternehmens. Und da beginnt dann die Debatte zwischen Werten und Interessenslagen. Und da wird es natürlich ganz, ganz schwierig. Wolltest du erst noch mal den anderen Punkt aufnehmen und dann kommen wir bestimmt noch mal drauf zurück? Ja, das können wir gerne machen. Also mir war sympathisch an dem, was du gesagt hast, dass man, ich sage das mal in meinen Worten, die ökologische Revolution nicht denken kann, ohne gleichzeitig eine Revolution unserer Sozialsysteme vorzunehmen. Das heißt also, zumindest können sie nicht so bleiben, wie sie gegenwärtig sind, weil das bedeutet, dass die ökologische Revolution eine Menge Arbeitsloser produziert. Ich habe da heute Nachmittag schon mal drüber gesprochen. Regierungen sind durch nichts so sehr erpressbar wie durch das Ansteigen der Arbeitslosenzahlen. Würde zum utopischen Denken nicht gehören, dass wir uns von bestimmten Vorstellungen der alten Erwerbsgesellschaft lösen. Und zu dieser alten erwerbstätigen Gesellschaft oder Erwerbsarbeitgesellschaft gehört auch unser Umlagesystem. Du bist ein bekannter Vertreter neben Tim Höttges aus der Top-Manager-Riege, der die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens ganz sympathisch findet oder zumindest länger darüber nachgedacht hat. Was schwebt dir da eigentlich ganz konkret vor? Also dieses Gerücht, dass ich ein Anhänger des bedingungslosen Grundeinkommens bin, das hält sich hartnäckig. Das ist echt interessant. Ich habe das weder gesagt noch gemeint. Bedingungsloses Grundeinkommen. Was ich gesagt hatte damals, im Übrigen auch im Zusammenhang mit der Versorgung von Menschen im Alter, war, dass wir mit unserer demografischen Entwicklung in Deutschland vor allem über eine Grundversorgung nicht herumkommen werden. Und daraus wurde dann irgendwie ein bedingungsloses Grundeinkommen. Also ich halte nicht sonderlich viel von bedingungslosen Grundeinkommen, weil es nämlich die Selbstverantwortung von Individuen, sich arbeitsfähig zu halten, nicht deckt. Die Frage ist, warum sollen sich alle erdenklichen Menschen in diesem Land arbeitsfähig halten, wenn im Zuge der digitalen Revolution ein nicht ganz unerheblicher Teil von Leuten, die nichts Besonderes können, ich drücke das mal so aus, nicht mehr gebraucht werden? Naja gut, dafür werden andere Berufe gebraucht. Wenn Sie heute die Studien, es gibt ja viele, viele Studien, McKinsey und andere, ansehen, dann sagt eigentlich die Empirik erstens, dass bisher alle 3 industriellen Revolutionen Arbeitsplätze geschaffen haben, empirisch. Aber es sagt auch, dass etwa 400 bis 450 Millionen Menschen auf diesem Planeten eine Requalifizierung benötigen, also in andere Berufe umgeschult werden müssen, beziehungsweise etwas anderes lernen müssen. Und da sieht man schon, dass das dann eben Berufe sind, die im Unterstützungsbereich sind, aber Berufe in der Medizintechnik, in der Versorgung, in der Mobilität sehr stark nachgefragt werden. Das heißt, wir kriegen eine Umverteilung der Merkmale für die Beschäftigungsfähigkeit von Menschen. Und das ist eine Geschichte, die geht uns beide an. Den Menschen, der auch etwas für sich selbst tun muss. Kant, Aufklärung, die Fähigkeit, sich seines Verstandes zu bedienen, und da kann man sich auch seiner Talente bedienen. Und zweitens bin ich der Meinung, dass sie im Unternehmen und im Übrigen der Staat dafür sorgen müssen, dass wir über eine langfristig angelegte Bildungspolitik die Anforderungen künftiger Berufe antizipieren und die Menschen in diese Richtung auch bilden. Nicht nur universitär, sondern auch diejenigen, die heute im Berufsleben bereits stehen, was ja die viel größere Anzahl und Problematik darstellt. Ich meine, die jungen Leute, die wachsen im Grunde mit Smartphone und iPads auf. Die Middle-Age oder wie man es auch immer bezeichnen will, naja, da wird es noch immer ein bisschen schwierig mit den Berührungsängsten. Also es geht mehr um eine Umorientierung der Qualifikation als darum, dass wir insgesamt Arbeitsplätze verlieren auf der Welt. Es ist ja auch ganz interessant, dass nach einer ganz aktuellen ILO-Studie, also International Labour Organization, die hat aufgezeigt, dass zwischen vor der Pandemie und dem 31. Mai 2021 120 Millionen Jobs weltweit verloren gegangen sind. Aber die Anzahl von freien, qualifizierten Stellen in den Industrieländern noch nie so hoch war wie heute. Das zeigt uns eigentlich schon, dass die Pandemie eine Beschleunigung
in Richtung des neuen Zeitalters gebracht hat und zeigt uns eben auch, dass sie uns völlig unvorbereitet getroffen hat, was das Thema Bildung und Ausbildung angeht. Und dann geht es eben weiter, sind ja bei Utopia und Utopie, dass man einfach mal antizipiert und denkt, wie sieht denn eigentlich die Welt der Zukunft aus? Was braucht es dort an Qualifizierung, was braucht es an sozialer Integration und was braucht es an einem neuen sozial-ökologischen Marktwirtschaft? Ich glaube, wir sind uns einig, dass der Sozialismus jetzt nicht gerade empirisch bewiesen hat, dass es die bessere Form des Wirtschaftens nach vorne ist oder in Teilen gewesen ist. Also ich finde das spannend, weil wir gestern angefangen haben, in der Richtung zu denken. Also nicht Zukunft der Arbeit und dann ist Arbeit so etwas, was man sich gar nicht anguckt, sondern das, was man heute typischerweise kennt. Und Rehat, du hattest das ja schon mit der Assoziationsblase Erwerbsarbeit, 40 Stunden, 42, wenn man Glück hat, durch gewerkschaftliche Vertretung geschützt und sonst tatsächlich auch jetzt ja zunehmend prekär. Aber auch in den Statistiken, wenn wir das rechnen, da hatten wir neulich so Versuche in der Europäischen Union zu sagen, wie wird sich es sozioökonomisch auswirken, wenn wir den Green Deal umsetzen. Selbst da, wo die WissenschaftlerInnen versuchen zu packen, wie messe ich denn das sozioökonomische Ergebnis, werden immer Jobkategorien da reingesetzt als das Ergebnis, die wir überhaupt nicht hinterfragen. Und das ist ja das Hochspannende, statt die Zukunft der Arbeit, wie auch immer wir sie heute statistisch gepackt haben, zu sagen, und ich glaube, in die Richtung gingst du ja eben auch, was ist denn eigentlich die Arbeit der Zukunft? Und da haben wir ja sehr deutlich gesehen, dass wir auch einen sehr großen Missstand haben zwischen dem, von dem wir gesagt haben, das ist systemrelevant, das hilft uns in der Beziehungsebene, es hilft uns, dass Menschen sich eigentlich sicher fühlen, auch gut versorgt fühlen. Aber auch diese Frage nach, wie viel wollen wir arbeiten, Diskussion um Homeoffice, nicht mehr so viel pendeln, Reduktion der Arbeitszeiten, das ist ja ganz virulent und auf dem Vormarsch und würde ja auch viel Zeit freisetzen, um Dinge zu tun, die in der Definition von Arbeit, die wir so in die Zukunft tragen, gar keinen Raum haben. Ja, also ich glaube, fest steht, dass die Zukunft der Arbeit keine Verlängerung der Vergangenheit ist. Das steht fest. Was unsicher ist, ist die Frage, wie sieht das ganz genau aus? Und wie schaffen wir das auch in eine Art globale Wertordnung zu integrieren? Und das ist das eigentlich, was mich so unglaublich umtreibt. Wie können wir das Thema extraterritorial angehen? Wie können wir, ich habe mir sagen lassen, dass das Wort Utopie kommt wohl aus dem Altgriechischen. Und es heißt übersetzt so etwas Ähnliches wie Nichtort. Heißt also frei von Raum und Zeit. Also eine extraterritoriale, zeitlose Art des Denkens und der Antizipation von, sagt man Antizipation? Oder der Zukunft. Und das ist natürlich hochspannend, weil ich würde das gerne festmachen am Thema CO2-Ausstoß. Ja? Und das kann man auch in vielen anderen Dingen machen. Es ist heute so, dass wir weltweit einen CO2-Ausstoß von etwa 40 Gigatonnen haben, circa. In Deutschland haben wir 800 Megatonnen. Das sind 2%. Das müssen wir uns ja überlegen, sollten wir alle unsere Anstrengungen in Deutschland darauf ziehen, dass wir statt 2 Prozentpunkte 1 Prozentpunkt kriegen, nach Möglichkeit in 2030, wissend, dass ganz bestimmt bis dahin die Entwicklungsländer uns um ein Vielfaches wieder überholt haben werden im Ausstoß. Oder sollen wir nicht überlegen, wie schaffen wir es eigentlich durch eine Hochskalierung eines Gutes, das wir gemeinsam entwickeln und denken müssen, das auch global einzusetzen und dann vielleicht 20, 30 oder 40% der Emissionen adressieren können. Und das ist für mich die ganz große Frage, territorial versus extraterritorial, weil ich glaube, wir sind uns einig, das Klima macht jetzt nicht an den Grenzen der jeweiligen Länder und Staaten Halt. Und wie genau macht ihr das jetzt zum Beispiel bei Siemens Energy? Weil dann wird es ja auch wieder so spannend. Mache ich Scope 1, wie die Forschung sagt, im Primärgeschäft, oder wie weit gehe ich dann mit Scope 2, also, Scope 3 in die... Also am besten, glaube ich, ist man beraten, wenn man immer bei sich selber anfängt. Und wir hatten damals schon weit, bevor Greta dann freitags eben nicht mehr zur Schule ging und richtigerweise sich für die Generationen der Zukunft einsetzt. 2014 hatten wir für die damalige Siemens AG noch, also als alle drei noch zusammen waren,
beschlossen, dass wir 2030 klimaneutral werden wollen und bis 2020 50% der Emissionen reduzieren. Die 2020 haben wir erreicht. Das war relativ gesehen einfach. Die Grubenbrücken sind immer leichter zu adressieren als dann die vielen kleinen inkrementellen. Und wir werden auch 2030 schaffen. Aber das war eben nur Scope 1 und Scope 2. Das heißt also wir plus unsere Lieferanten. Und wir, glaube ich, sind gut beraten. Und das wird jetzt auch nochmal miteinander besprochen, dass wir auch den Scope 3, also die Kundenseite mit einzubeziehen, die natürlich viel viel schwieriger ist. Weil die Kunden ja diejenigen sind, die die Gehälter und Löhne unserer Beschäftigten bezahlen und übrigens auch die Dividenden der Aktionäre. Insofern ist das jetzt auch die wichtige Aufgabe. Aber ich glaube, wenn jedes Unternehmen auf der Welt sich ähnliche Zielsetzungen setzt, kommen wir schon ein gutes Stück weiter. Ist das schon die Lösung? Nee, ist es nicht. Ist es ein großer Schritt zur Verbesserung der globalen Emissionen? Absolut. Aber wie gesagt, die Frage, die mich extrem umtreibt, wie kriegen wir eben auch weltweit eine Veränderung hin, die dann die globale Emission deutlich senkt, weil mit unseren 2%, das wird schwierig. Und jetzt sind wir ja bei der ganz spannenden Frage, die wir vorhin schon mal touchiert hatten, mit dem Druck der Investoren, die sagen, das ist eigentlich mein, oder der AktienhalterInnen, das ist eigentlich mein Unternehmen. Wieso wächst du da nicht weiter? Weil ich komme jetzt mal auf das Thema, was wir heute Abend mit dem, was ist Wachstum in der Zukunft? Diese Frage nach Energiesuffizienz, von der wir ja sagen, das ist eine unangenehme, weil momentan reden wir lieber dafür, dass wir einen immer steigenden Energieverbrauch, der wird auch interessanterweise nicht diskutiert. Das Konzept Versorgungssicherheit schreibt den Trend bisher vor. Wohl wissend, dass wir natürlich sowohl in Übergangsphasen, wie schnell können wir eigentlich die ganzen Erneuerbaren ausbauen und das andere rausbauen, damit die Gesamtsumme der steigenden Energie nicht doch noch ziemlich dreckig bleibt. Und was würden denn die ShareholderInnen beispielsweise zu so einem Ansatz sagen? Zu sagen, es braucht eine bestimmte Idee davon, wie viel Energiedurchsatz wir uns zu einem bestimmten Zeitpunkt, je nachdem, wie viel Fossile da drin schwingen, immer noch, bis wir es technologisch umgesetzt haben. Wie handelt man sowas aus? Weil da sind wir an dem dann spannenden Momentum von, wo drückt es eigentlich in die Wachstumszwänge, wo kommt es her und wie könnte man da eventuell durch neue Anlagestrategien und also ich weiß es nicht. Also wird da sowas in der Richtung gedacht oder ist das erstmal die Hoffnung, dass das mit den Erneuerbaren irgendwie klappt? Jetzt wird es echt spannend, weil jetzt diskutieren wir eigentlich über die neue Form des Kapitalismus. Ich sagte ja eingangs, wir brauchen auch eine neue marktwirtschaftliche Ordnung. Der Kapitalismus, wie wir ihn traditionell kennen, ist einfach viel zu weit gegangen. Er hat dazu geführt, dass die Reichen noch reicher und die Armen im Grunde noch abhängiger geworden sind als bisher. Das muss man einfach so sehen. Und wir sehen auch heute, dass die Kurzfristigkeit oder Casino-Mentalität, sagte man früher dazu, in der Finanzkrise eigentlich noch größer, noch schneller und noch intelligenter geworden ist, auch mit dem Einsatz von KI, von Künstliche Intelligenz, Computerhandelsprogrammen. Und da ist jetzt eben die Ordnungspolitik gefragt, dass man diese Umverteilung dann auch sozial gerecht regelt. Was meine ich damit? Ich meine damit zum Beispiel, dass man MitarbeiterInnen am Produktivvermögen, am Erfolg beteiligen muss. Direkt. Siemens beispielsweise hatte, als wir, wie gesagt, noch ein Unternehmen waren, 300.000 Mitarbeiter, die Siemens-Aktionäre waren. Diese Kolleginnen und Kollegen hatten einen ganz anderen Horizont als ein Hedgefonds oder ein Tagestrader, der die Siemens-Aktie 3-mal am Tag handelt. Das kann man nicht vermeiden. Aber die Frage wird dann eben wieder sein, was ist denn eigentlich der gesellschaftliche Wert von Hedgefonds? Und? Ja, der ist heute überschaubar, weil man typischerweise bei echt starken Hedgefonds haben sie 20, 30 der intelligentesten Finanzgenies, die wir auf der Welt haben. Jeder macht ein paar 100 Millionen im Jahr. Und das ist dann so, müssen auch nicht berichten über Einkommen, sondern machen das, was sie für richtig halten und machen damit die Reichen, nämlich diejenigen, die dort sich Einlagen auch sichern können, noch reicher.
Also Martin Wolf, ein Financial Times-Kolumnist, hat das ja mal schön zusammengefasst. Wir haben im Moment ein Anreizsystem und kapitalistische Idee normalisiert, genau. Und die schlauesten Leute sich in den Finanz- und Rechtsberufen tummeln, um zu verhindern, dass die Gemeinwohlorientierung zu stark wird. Gut, da muss natürlich dann eben die Ordnungspolitik eingreifen und sagen, was ist denn eigentlich dein Beitrag für das Gemeinwohl? Und ich finde das ganz gut, wenn Hedgefonds Milliarden verdienen. Nur finde ich, dass das Gemeinwohl dann eben nicht Tausende von Jobs sind, die man erhält, sondern das Gemeinwohl dort ist eine höhere Besteuerung von Kurzfristerträgen als zum Beispiel von Erträgen, die dann unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen, wenn sie die Siemens-Aktie verkaufen nach 30 Jahren und das als Versorgungsinstrument nutzen. So muss man denken. Wer trägt wofür zum Gemeinwohl bei? Und ich glaube, dass einfach ein Arbeitsplatz ein Wert an sich ist. Ein Unternehmen, das 400.000 Menschen beschäftigt, hat damit einen gesellschaftlichen Wert. Ganz sicher. Arbeit ist ein Wert an sich. Und wenn eben dann nur 20 das gleiche Vermögen schaffen wie 400.000, dann muss man dafür sorgen, dass der gesellschaftliche Wert dort durch eine höhere Abgabe im Grunde eben auch erbracht wird, die man verwenden kann für Zukunftsinvestitionen in die Erneuerbaren, in die Qualifizierung, in die Bildung. Und dann kriegt das Ganze eben einen systemischen Charakter. Die Umverteilung von immer noch reicher hin zu zukunftsweisenden Hilfen für diejenigen, die dieses brauchen. Nämlich Bildung für alle, zum Beispiel die Durchlässigung des Bildungssystems, die Umschulung in qualifizierte Berufe. Und so kann man dann eben wie einige das jetzt zusammengefasst haben, eine sozial-ökologische Marktwirtschaft bauen. Dass man eben durch eine Umverteilung letztlich das Gemeinwohl stärkt, den sozialen Frieden wahrt und sichert, der ja für jede Innovation auch ganz relevant ist. Und dann kann da insgesamt ein Schuh draus werden. Dass in dieses Dreieck sozialer Friede, Sozialstaat, Marktwirtschaft und Ökologie insgesamt optimiert werden. Jetzt willst du doch bestimmen. Ja, also ich habe jetzt ganz lange zugehört. Ich habe auch so viel geredet. In dem Versuch, nein, gar nicht, in dem Versuch, dich zu verstehen. Es fällt mir deswegen nicht so leicht, weil ich dich erlebe auf der einen Seite als ein Mensch, du hast das ja auch sehr deutlich gesagt, der sagt, bestimmte alte Dinge gehen nicht weiter. Es wird große Veränderungen geben. Und auf der anderen Seite aber versuchst, jedenfalls nehme ich das so wahr, mit Mitteln der Vergangenheit die Probleme der Zukunft zu lösen. Ich fange mal an, wenn du sagst, mit Weiterbildung kann man viel machen. Oder wenn du sagst, technischer Fortschritt führt dazu, dass es unterm Strich mehr Arbeit gibt und nicht weniger. Das sind Weisheiten, erfolgreiche Weisheiten der Vergangenheit. Das zweite ist die Kompensationstheorie von David Ricardo. Der technische Fortschritt schafft immer mehr neue Arbeit, als er an Alter vernichtet. Allerdings gebunden an eine wichtige Voraussetzung, nämlich dass die Märkte wachsen und die Kaufkraft steigt. Diese Frage stellt sich im Zuge der ökologischen Revolution allerdings neu und anders, als sie sich in den anderen drei dargestellt hat. Die Weiterbildungsfrage stellt sich anders, weil die Herausforderungen durch die Digitalisierung nicht mehr zu vergleichen sind mit den Automatisierungsherausforderungen früherer Revolution. Das heißt also, das, was in der Spitze dann verlangt wird, in zukünftigen IT-Jobs zum Beispiel, ist also so groß, dass man das nicht mit Weiterbildung oder betrieblicher Weiterbildung mal eben so machen kann. Ich persönlich glaube, ich beschäftige mich mit dem Thema seit 10 Jahren, dass die Umwälzungen so groß sein werden, dass wir entscheidende Zäsuren in unserer Erwerbsarbeitsgesellschaft haben müssen, weil wir auf andere Art und Weise die Probleme nicht lösen. Ich glaube, dass das Grundeinkommen im Übrigen nicht dazu geschaffen ist, die Leute faul zu machen, weil man ja ein spannendes Anreizsystem machen kann, dass man die Leute 10.000 bis 15.000 Euro im Jahr steuerfrei dazu verdienen lassen kann. Dann wird es auf einmal wahnsinnig interessant zu arbeiten für Leute, die jetzt noch Hartz-IV-Empfänger sind, weil die dann ein Nettoeinkommen haben, das höher ist als das, was eine Krankenschwester jetzt hat. Und zwar müssen sie dafür nicht die ganze Woche arbeiten, sondern nur 3 Tage in der Woche. Also wenn man beim Grundeinkommen aus dem linksanthroposophischen Grundeinkommen auf der einen Seite und aus liberalen Vorstellungen des Grundeinkommens, die es ja auch gibt, selbst Milton Friedman, sozusagen aus beidem das Beste rauszieht, dann könnte man, dadurch, dass man jetzt wirklich größere Zäsuren macht, tatsächlich die Grundlage schaffen für eine Gesellschaft, die nicht mehr an bestimmten früher mal bewährten Modellen festhält, die uns gleichzeitig bei der ökologischen Transformation aber im Wege stehen. Und mein Gefühl ist, du darfst das gerne widerlegen, ist, dass du quasi auf der einen Seite die Veränderungen siehst,
Aber mir kommt es so ein bisschen vor bei dem, was du gesagt hast, dass du doch sehr an traditionellen Strukturen festhältst als Lösungsmittel für diese Zukunft. Ehrlich gesagt nicht wirklich. Das Einzige, woran ich festhalte, ist, dass wir auch in der Zukunft es mit Menschen zu tun haben. Verhaltensweisen. Dass wir es zu tun haben mit Interessenskonflikten verschiedener Systeme auf der Welt. Dass je mehr wir in die Zukunft gehen mit Technologie, immer stärkere extraterritoriale Vernetzungen passieren. Das Internet der Dinge kann ja nur dann passieren, wenn wir auf einer extraterritorialen Ebene miteinander kommunizieren. Und was ich sage ist, dass das Thema Bildung oder auch Weiterbildung zwar als Mittel bekannt ist, aber eben anders gemacht werden muss, weitläufiger gedacht werden muss, dass die staatliche Ordnung neu definiert werden muss. Zum Beispiel, was mache ich denn mit dem Schienennetz? Was mache ich denn mit dem Thema Mobilität, also Datenleitungen? Wie gehe ich als Staat damit um Veränderungen zu ermöglichen? Also insoweit gehe ich eigentlich nur von Menschen, von Volkswirtschaften und Systemen aus, dass die Mächtigkeit und die Geschwindigkeit der Veränderung gewaltig ist unbestritten. Nur ich sage eben auch, wenn wir den Menschen nicht erklären, was jetzt wie zu verändern ist, dass wir ihnen nicht erklären, what's in for me, dann wird das Thema eben nicht damit enden, dass alle ruhig sind mit 15.000 €, sondern dass sie auf die Straße gehen und der soziale Frieden gefährdet ist. Und das Letzte, was wir brauchen, sind statt autonomen Autos, die selbstständig fahren, brennende Autos in den Straßen. Und das sage ich eigentlich. Dass wir darüber diskutieren können, dass wir eine Grundversorgung haben. Sag mal präziser, was du mit der Grundversorgung meinst. Eine Grundversorgung kann ich mir vorstellen, dass die Menschen im Alter in Würde leben können. Also eine Grundrente zum Beispiel. Eine Grundrente. Ich meine, das ist der Abschnitt 1, Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar, und dass Menschen im Alter in Würde leben können, ist eine Frage, die uns alle beschäftigen soll. Dann sage ich, dass wir Grundabsicherungen für jeden Menschen durchaus erwägen können, aber dass ein Beitrag der anderen Seite kommen muss. Wenn du zum Beispiel sagst, gut, wir können ja über eine geringe Grundsicherung reden, vielleicht für medizinische Versorgung, für tägliches Leben, aber darüber hinaus muss auch diejenige, die davon betroffen ist, noch einen eigenen Beitrag leisten, dann ist es ja nicht mehr bedingungslos, sondern es ist an eine bestimmte Eigeninitiative mitgeknüpft. Und dann kann man darüber reden. Was ich nicht für zukunftsfähig halte, ist, dass wir sagen, ach, jeder kriegt irgendwie 2.000 € und die nicht mehr wollen, die begeben sich in ein Abseits, auch ein soziales Abseits, und der Rest der Mannschaft macht einfach weiter. Vielleicht könnte man das soziale Abseits, das Thema von dir möchte ich auch aufgreifen, dadurch flächendeckend verhindern, durch eine sehr große Veränderung des Bildungssystems. Du hast ja selber Bildung als Thema angesprochen. Du hast da allerdings gesagt, es käme darauf an, quasi die Leute rechtzeitig auszubilden für die Zukunftsberufe. Das ist eigentlich ganz gut, aber andererseits sehr problematisch. Also als ich Abitur gemacht habe, da kamen die Ingenieure in die Schule und warben alle Mathe- und Physik-Cracks ab, die sollten Ingenieure werden. Danach gab es dann Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre eine Ingenieursschwemme. Es ist also gerade angesichts des großen technologischen Umbruchs, den wir haben, gar nicht so einfach zu sagen, was die Berufe der Zukunft sind. Also bei wenigen Hochspezialisierten kann man das vielleicht sagen, aber so ganz einfach ist das nicht. Und der sicherste Job der Zukunft ist wahrscheinlich Altenpflege. Was ich persönlich glaube, ist, dass wir für die Zukunft, in Deutschland, dass wir in Zukunft für die Gesellschaft anders vorgehen sollten beim Bildungssystem. Wir sollten also nicht sagen, wir müssen die Leute ausbilden für den und den und den Beruf, sondern wir müssen die Leute ausbilden zur Selbstbefähigung. Also das ist nicht genau dasselbe, weil jemand, der zum Beispiel eine Weile von einem Grundeinkommen lebt und gerade keiner Tätigkeit nachgeht, der braucht verdammt gutes Selbstmanagement, der braucht verdammt gute Pläne für den Tag, der braucht ein hohes Maß an Kreativität, sich zu überlegen, was er demnächst denn eigentlich machen will oder was er jetzt machen will. Das heißt, diese Fähigkeiten werden die zentralen Fähigkeiten in der Zukunft sein, ungeachtet der Frage,
Ob ich die für Erwerbsarbeit brauche oder ob ich die sonst überhaupt für mein Leben brauche. Und daraufhin müsste man das Bildungssystem zuschneiden. Wenn man das täte, würde man übrigens genug Leute hervorbringen, die später in der Wirtschaft auch gebraucht werden. Und da haben wir ja das Spannende, dass wir eine große Übereinstimmung haben in der Frage, welche Fähigkeiten. Ne? Also wir haben das mal versucht übereinander zu legen. Darüber streitet man sich eigentlich gar nicht. Eigentlich nicht mehr. Sogar die OECD als so standardsetzende Institution mit ihrem Learning Compass 2030 hat sowas wie Wertorientierung, sogar Homöostase. Also wie steuere ich mich selbst in Momenten der Unsicherheit etc. Das heißt, da haben wir schon mal Art 1. Das sollte man durch den Digitalisierungsdruck, durch die Notwendigkeit, viele neue Tätigkeiten zu erfinden, neue Geschäftsmodelle zu erfinden, eigentlich übereinander legen. Also ich denke schon auch, und anglizistisch würde man jetzt sagen, now we are talking. Das ist nämlich auch die Position, die ich vertreten würde, dass eben die Zukunft keine Verlängerung der Vergangenheit ist, dass aber auch ein bedingungsloses Grundeinkommen nicht die Methode der Wahl ist, sondern dass man das an bestimmte Anforderungen bietet. Und wenn du sprichst davon, dass ein Bildungssystem sich verändern muss in eine Art Grundfähigkeiten eines Grundverständnisses von Zivilisationen, Empathie, die Fähigkeit, Konflikte leichter zu lösen. Und dann darauf aufsetzend, als Grundvoraussetzung einer neuen Zivilisationsgesellschaft, darauf aufsetzend dann heute würde man sagen, die Applikation dann baut, also Softwareingenieurin, Medizintechnik, wie du sagst, Altenpflege, das ist nicht überall. Also wenn du in China oder in Indien über Altenpflege sprichst oder im Silicon Valley, dann wird es kompliziert und die Unterhaltungen dauern nicht lange. Aber wir haben natürlich auch Industrieländer, wo gerade das Thema... China schickt die jungen Altenpfleger nach Deutschland, damit sie dort lernen, wie Altenpflege funktioniert. Damit sie das lernen ja. schon, aber das Demografieproblem in China, das ist, so wie es gemacht wurde, auch im Zweifelsfall in 9 Monaten wieder korrigierbar, mit ersten Anzeichen der Korrektur. Das heißt also, das würde ich nicht überbetonen. Ich meine, man sollte sich dann, wenn man das überhaupt will, eher an Zivilisationen von Industriegesellschaften orientieren, die Reifegrade erreicht haben, wie zum Beispiel Japan oder eben leider auch Deutschland. Das sind andere Systemanforderungen als in aufstrebenden Entwicklungsländern wie zum Beispiel Indien oder Indonesien oder in Teilen auch China, das ja beides ist Industrieland mit einem hegemonialen internationalen Anspruch, globalen Anspruch, aber auch noch in weiten Teilen Entwicklungsland. Aber spannend ist ja jetzt gerade, wenn wir wieder überlegen, wie reden wir über die Sache. Ne? Das hatten wir vorhin ja auch in der Diskussion mit Ferda Atman und Migration, ein Reifegrad erreicht und dann so ein bisschen dies Leider drin. Eigentlich ist das doch, also ausgewachsene Gesellschaften, natürlich nervt jetzt immer wieder, dass wir so ein bisschen auf dieses Wachstumsthema zurückkommen. Ausgewachsene Gesellschaften ist doch eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Ja. Also im Prinzip die Stabilisierung der Weltbevölkerung ist ja eine der Dinge, von denen viele sagen, ganz große Notwendigkeit, wenn wir das mit diesem einen Raumschiff Erde hinbekommen wollen. Und dann geht es ja genau rein zu überlegen, was sind die Alterssicherungssysteme, was ist die Verteilung von Tätigkeiten über bestimmte Lebensabschnitte auch hinweg. Also das ist ja auch so wichtig. Momentan, ich gehöre ja noch in dieses Bracket von denjenigen, die Vollzeit arbeiten, irgendwie einen Wohnraum sich sichern sollen gegen den ganzen Druck, dass das in Zukunft zu teuer wird. Ihre Kinder noch versorgen, die noch klein sind, jetzt auch noch zu Hause bitte betreuen, während sie aus dem Homeoffice voll arbeiten. Also da zum Beispiel auch gibt es ja schöne Modelle der Lebensarbeitszeit und wie wir das eigentlich flexibilisieren. Und das ist ja auch Teil des Verständnisses, glaube ich, Richard, wo du hin möchtest, mit dem, welche Arbeiten werden wie auch aufgewertet und wie muss es eine Chance geben, denen nachzugehen, ohne dass wir dann viel ungewollte Teilzeit danach haben. Viele Einschränkungen dessen, wie ich mich dann an diesem produktiven, wie wir ihn nennen, Sektor wieder beteiligen kann, obwohl ja das Ganze sehr produktive Arbeit ist, wenn wir sagen, wir fokussieren uns darauf, diejenigen, die sich nicht selbst versorgen zu können, weil sie noch zu klein sind oder eben ein gewisses Alter erreicht haben, das ist doch ein Zeichen von reifen Gesellschaften. Und da zu sagen, das müsste doch die Aufgabe dann auch sein, zu überlegen, wie wächst diese Möglichkeit wieder an, anstatt dass wir das schwer finden, uns das zu leisten. Das ist für mich eines der allergrößten Fragestellungen heute. Wie kann das sein? Das ist die Fragestellung in einer, wenn du so willst, geschlossenen Volkswirtschaft, wie zum Beispiel Deutschland. Wären wir nur alleine für uns, denke ich, kann man das sehr, sehr gut beschreiben, was
zu tun ist, um den Wohlstand zu sichern, zu bewahren. Auch indem man eben ökologische und marktwirtschaftliche Aspekte oder die des Sozialstaats beschreibt. Die Frage ist natürlich, wie gehen wir damit um, dass um uns herum ja 99% der Bevölkerung noch existieren. Das ist eigentlich die große Frage. Was meinst du mit existieren? Naja, dass wir noch nicht mal 1% der Weltbevölkerung, ja, ungefähr 1% der Weltbevölkerung, 1,5, 83 Millionen versus vielleicht 7 Milliarden, 8 Milliarden, also etwa 1% der Weltbevölkerung sind. Die Frage ist, können wir isoliert als Volkswirtschaft unsere Zukunft beschreiben, isoliert als Binnenmarkt, oder sind wir abhängig davon, dass wir eben auch den gesamten Planeten auch mit berücksichtigen müssen, was da passiert? Das ist eine ganz große Frage. Heute ist es so, dass im Wesentlichen der Wohlstand aus dem Export kommt. Das sollte vorzugsweise so bleiben. Und dann sind wir sofort wieder in der extraterritorialen Debatte. Für die Beschreibung dessen, was in Deutschland relevant ist, für die Absicherung des Binnenmarktes, wie du sagst, Lebensarbeitszeit, Sicherung des Alters, einen Plan zu machen, was sind denn die Merkmale, die Fähigkeiten allgemein, aber auch die fachlichen Voraussetzungen dafür, was uns in den nächsten 30 Jahren bevorsteht, das ist schaffbar. Das kann man heute beschreiben. Medizintechnik, ökologische Themen, auch die Empathie der sozialen Integration, das kann man eigentlich machen. Die Frage ist eigentlich nur, was passiert im Rest der Welt? Und da wird es natürlich kompliziert, wenn es darum geht, die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern, wenn es darum geht, die Partizipierung an Weltwachstum, an Weltwirtschaft auch weiterhin sicherzustellen. Da kommst du in andere Debatten rein, nämlich in ein Wettbewerbsumfeld, auch mit anderen Spielern, anderen Volkswirtschaften, anderen Systemen, mit der wir auch auf der Welt auch zu kämpfen haben. Da würde ich gerne eine Menge mehr drüber lernen. Da weißt du viel, viel mehr drüber als ich. Zunächst mal würde ich allerdings sagen, wir haben eigentlich nicht geredet über 1% der Bevölkerung, sondern wir haben über Probleme und Perspektiven geredet, die eigentlich für mehr oder weniger alle westlichen Industriegesellschaften gelten. Dann sind wir nicht mehr bei 1%, dann sind wir bei ein bisschen mehr. Aber trotzdem ist es natürlich relativ, wenn wir Staaten haben wie die Wachstumsexplosion in Afrika, Indien und Asien, ist es eine Minderheit. Aber es ist zumindest eine sehr, sehr mächtige Minderheit gegenwärtig, noch in der Welt. Was mich interessiert, diese Frage, die dich ja wohl offensichtlich ganz stark beschäftigt, nicht? Also du sagst, es reicht nicht allein, wenn wir in Deutschland diese Ziele, wir dürfen uns nicht so inselmäßig verhalten. Wir müssen gucken, es viel wichtiger wäre ja, als in Deutschland Klimaweltmeister zu werden, wäre es ja, wenn wir es schaffen könnten, ziemlich viele anderen Staaten zur Klimaneutralität zu verhelfen. Jetzt stelle ich mir die Frage, unter den Wirtschaftslenkern und Lenkerinnen dieser Welt, ja, den Herren und Damen dieser Welt, die sich kennen, die sich treffen, die sich in Davos treffen, die sich auch in bestimmten Foren und so weiter treffen. Ist es möglich, da irgendwelche Solidaritäten, Einigung auf Werte, auf Mindeststandards, zumindest sagen wir mal innerhalb der westlichen Welt zu erreichen? Oder ist der Konkurrenzgedanke so stark, dass Kooperationen auf dieser Ebene nicht wirklich fruchten? Also was man sieht, und das ist echt ermutigend, ist, dass sich die westlich-kapitalistisch-demokratischen Länder und deren großen Spieler immer stärker auf das Thema Stakeholder Capitalism, wie sie es nennen, oder inklusiven Kapitalismus immer stärker verständigen. Dass diese Mantra Gewinnoptimierung, Gewinnmaximierung für eine einzige Interessensvertreter, nämlich die Aktionäre, dass sich das verbreitet. Dass immer mehr die Frage ist, warum mache ich das überhaupt? Was ist eigentlich meine Bestimmung? Was trägt mein Unternehmen für die Gesellschaft bei, für die Ökologie, für die Menschen, die dort auch sind? Das ist spürbar, auch auf der amerikanischen Seite, die ja sehr stark von der Wall Street auch dominiert wird, auch mit aktivistischen aktivistischen Umtrieb.
Das kommt immer mehr zum Tragen. Ich sitze in diesem amerikanischen Business Council, auch in diesem Economic Forum, das von WEF getrieben ist, diese Business Council. Da wird immer mehr das Thema, wie integrieren wir eigentlich auch die mittel- und langfristigen Interessen von sozialen, ökologischen und marktwirtschaftlichen Themen. Das kommt langsam, aber sicher. Aber wenn man es wirklich erst glauben will, müssen dann erstmal die CEOs oder die Kolleginnen und Kollegen halt dann auch eine Position beziehen zu gesellschaftlichen Fragen und auch zu einer Debatte, wenn sie an der Wall Street mal wieder einen Penny unter den Erwartungen der Analysten sind. Dann wird sich da auch die Spreu vom Weizen trennen. Aber die Bewegung in Richtung ganzheitlicher Ansatz, Nachhaltigkeit im Sinne auch der Arbeit, Beteiligung am Unternehmensvermögen, Absicherung der Menschen nach vorne in disruptiven Zeiten. Dieses Bewusstsein macht sich immer stärker, bemerkbar und ist auch an Beispielen deutlich. Auch das Thema der 17 Nachhaltigkeitsziele wird sehr, sehr stark auch im World Economic Forum, in diesem Business Council angenommen und auch konkrete Vorschläge erarbeitet, wer bis wann auch unter Scope 2 und 3 eben einen Beitrag zum Klima machen will. Also da bewegt sich was. Die Frage ist, sind wir schnell genug? Und die andere Frage ist, wie gehen wir damit um, dass wir immer stärker ein Auseinanderdriften der Systeme sehen zwischen einem China-assoziierten Wirtschaftsraum unter der Führung der chinesischen Staatsmaxime und einen amerikanischen dominierten Wirtschaftsraum. Und dieses sogenannte Decoupling ist natürlich Gift für eine integrative Wirtschafts- und Sozialpolitik weltweit. Und das passiert. Und natürlich sagt Biden, naja, also wir werden euch da nicht zur Rechenschaft ziehen, wenn ihr in China Umsätze und Geschäfte macht. Das ist gut, aber wenn der andere das möglicherweise macht, dann sind natürlich die europäischen Spieler massiv unter Druck. Ich würde dich gerne zwei Sachen fragen, einfach weil ich da selber in letzter Zeit mit, wie ich finde, sehr wegweisend auch Steuerberaterinnen und so weiter unterwegs war, in dieser Value Balancing Alliance. Da geht es ja wirklich darum zu sagen, wir gehen aus dem Nachhaltigkeitsberichterstattung, wo neben dem finanziellen Geschäftsmodell, was das ist, was wirklich wichtig ist, geguckt wird, wie kriegt man dazu vielleicht das Sozialen besser und ökologisch verträglicher hin. Aber die Prämisse ist immer, das Erste muss stimmen. Also Financial Return und Invest ist das Wichtigste. Und jetzt sind die Suchprozesse in der Richtung, wie können wir denn eigentlich diese sogenannten Non-Financials, das ist ja auch interessant, wie wir die schon wieder benennen, das sind natürlich eigentlich, warum ist das Soziale und das Ökologische etwas, was durch eine Nicht-Kategorie als weniger wertig und deshalb jetzt aufzuwerten im Vergleich zum Finanziellen betrachtet wird. Aber immerhin ist ja jetzt der Vorstoß zu sagen, wie schaffen wir das eigentlich, dass das nicht mehr als erstes runtergefahren wird, um das Finanzielle zu retten, sondern das tatsächlich so zu bilanzieren, dass genau diese ökologischen wie sozialen Wert- wie Schadschöpfungen beide internalisiert werden. Die Hoffnung ist natürlich, dass diejenigen Vorreiterunternehmen, die schon auf dem Weg sind, zu sagen, wir versuchen wirklich nachhaltig zu wirtschaften, Vorteile dadurch bekommen, weil die Externalisierung eben nicht mehr so einfach wird. Und die Unternehmen, die sagen, es ist jetzt nicht so wirklich wichtig für uns, wir wollen da nicht vorreiten, im Grunde genommen dann die Geschwindigkeit, von der wir eben sprachen, deutlich natürlich reduzieren. Und ist das ein Weg, der schon reicht? Und ich würde das total gerne mit einem weiteren Punkt, den wir eben hatten, verbinden mit dieser Frage nach der Wettbewerbsfähigkeit von Staaten. Das ist ja hochinteressant, dass wir uns auch so dran gewöhnt haben, dass Staaten immer im Wettbewerb stehen müssten. Und wer treibt eigentlich den Diskurs, wenn nicht die transnationalen Konzerne, wo dann auch so schöne Formulierungen wie die Arbeit ist in Deutschland zu teuer passiert, um zu sagen, wir müssten ja eigentlich das, was wir jetzt durch Value Balancing versuchen, irgendwie zu internalisieren, eigentlich erstmal runterzufahren. Da gab es einen tollen Artikel auch von Herrn Bosch zu der Wettbewerbsfähigkeitsindex und Indikatorik im Grunde genommen, die aus Davos kommt, die genau diese soziale Organisation von Arbeit eigentlich immer als also weniger wettbewerbsfähig darstellt in den Rankings, wo dann die nordischen Länder, die sehr gut in der Lebensqualität, in der Absicherung sind, eigentlich in den Rankings nicht so gut aussehen. Also sind wir auch wieder in so einem Konundrum. Ja, na gut, einmal so. Also, und das gehört eben auch zum Weiterdenken und zur Speak-up-Kultur.
Also wenn sonst nichts mehr einfällt in Deutschland als Unternehmenslenkerin, als zu sagen, die Arbeit hier ist zu teuer, da ist eigentlich am falschen Platz. Diese Arbeitsarbitrage, zu sagen, na, in Polen sind es halt nur ein Zehntel und in Deutschland sind es 10-mal so viel, das ist ein Aspekt, aber man muss eben auch sehen, was kriege ich dafür? An Innovation, an Stabilität, an Nachfrage. Und das hätte ich ehrlich gehofft, dass diese Debatte wirklich nicht mehr so im Vordergrund steht. Entscheidend ist doch eigentlich, wo findet die Nachfrage statt und wie bediene ich am besten diese Nachfrage möglichst nahe am Kunden. Das ist die Frage. Und zwar mit den Leuten, die das auch können, nämlich die eine Qualifizierung haben, um die Qualität und die Leistungsbereitschaft dieser Systeme oder Produkte, die man verkauft, sicherzustellen. Also wer mit Arbeitskostenarbitrage ankommt und sonst nichts mehr hat, ist echt schwierig. Das, glaube ich, ist auch jetzt nicht mehr so weit verbreitet, hoffe ich zumindest. Aber im Wettbewerb, gerade Plattformökonomie, wenn wir morgen Abend noch ein bisschen was hören, ist das ja genau wieder das Problem. Ne? Dass wir sehr viele nicht sozial gesicherte Arbeitsplätze, sehr prekäre Arbeitsplätze in den Lohnniveaus quasi dagegen stellen. Und damit natürlich auch, also Uber und Taxi war ja nur ein ganz großes Paradebeispiel, in dem Airbnb, die Hotellerie, also man sieht es ja an vielen Orten eigentlich, dass durch eine andere Form von Beschäftigungsverhältnissen, ob man sie überhaupt so nennt oder ob das alles Selbstständige sind und ob das schon die Entrepreneure sind, von denen wir sprechen, ist ja auch interessant. Aber natürlich sitzt eine Plattform darüber, deren Aktionäre wahnsinnig reich wird daran, dass eigentlich nur eine Kommunikations- und Vermittlungsplattform für die Services existiert. Also der Druck ist ja schon real. Der Druck ist real und es gibt auch viele, die das gerne annehmen und das nimmt man dann eben Kundennutzen. Ja, das heißt also, es gibt einen Anbieter, der stellt ein Service, ein Produkt zur Verfügung und viele, viele Kunden nehmen das an. Und die sind eigentlich ganz, ganz froh und sind ein Kunde, der zufrieden ist. Also insofern muss man sich natürlich die Frage stellen, ist diese Disruption eine Frage der Innovationsarmut des Inkubanten oder ist es eine mit unlauteren Wettbewerb erschlichener Vorteil? Oder ist es aus der Not heraus, dass die Menschen keine vernünftigen Jobs finden und sagen, so kann ich wenigstens ein bisschen was dazu verdienen? Also das wäre ja die gesellschaftliche Suchprozess. Ja, trotzdem setzt das voraus, dass du eine Nachfrage hast. Und wenn eben dein Kunde sagt, ich nehme aber lieber Uber statt ein in Amerika zumindest verdrecktes Taxi, dann muss man sich zumindest überlegen, woran das liegt, dass der Kunde eine Präferenz hat. Also so, glaube ich, so einfach zu sagen, es ist jetzt hier alles nur erwirtschaftet aufgrund von Lohndumping oder nicht sozialversicherungspflichtigen Aufgaben, wäre also keine ganzheitliche Betrachtung. Und das Gleiche war ja mit Amazon. Ich meine, der fing an, Bücher halt online zu verkaufen und hat damit im Grunde zunächst mal die Buchläden adressiert. Die Kunden fanden es super, auch nachts um 2 Uhr, wenn sie nicht schlafen konnten, Bücher zu bestellen und haben es billiger und früher bekommen. Was dazu führte, dass ein Spieler aus der Wertschöpfungskette komplett eliminiert wurde. Und das ist eben die Gefahr des Internets, dass nämlich diese disruptiven Veränderungen dann eben so sind, dass komplett eine Ebene rausfällt. Und dann sind wir bei Keynes, der sagt, wenn die Kunden zu doll dazu führen, dass die Leute nichts mehr verdienen, können die Kunden nichts mehr kaufen mittelfristig. Vor allem nichts Hochqualitatives. Ja gut, aber wenn du halt Amazon anschaust, dann hat der sehr schnell gemerkt, dass dieses Buchhandelmodell übertragbar ist auf viele, viele andere Branchen mit einem Plattformsystem. Und als er merkte, dass er dazu Tausende von Rechenzentren bräuchte, fiel ihm auch noch ein, dass man durch eine Virtualisierung von Rechenzentren da auch nochmal so richtig Produktivität erzeugt. Und so kam die Cloud ins Spiel. Und heute ist ein Buchhändler der erfolgreichste Cloud-Vermittler, den es im Augenblick gibt. Aber lass mich nochmal zurückkommen auf deine, glaube ich, sehr, sehr wichtige Frage. Das ist die Frage nach Non-Financial Reporting. Das wird kein basisdemokratischer Prozess sein können, weil er bestimmten Standards auch gehorchen muss. Und ich denke, da tut sich was. Das Thema ESG ist keine Modeerscheinung. Das ist ein Trend und das ist gut so.
wichtig ist jetzt, dass wir weltweit nach den gleichen Standards dieses Reporting und auch die Qualitätsprüfung machen. Und wir sehen heute leider wieder, dass die Amerikaner mit ihrem Federal Accounting Standard Board, also hier SGAP bezogen, ihre Linie fahren und die Europäer mit dem IFRS, also mit den europäischen Reporting Standards, versuchen, diese Normen zu schaffen. Und da ist es jetzt ganz wichtig, dass die Business Community, die großen Unternehmen, die zum Beispiel im World Economic Forum sich treffen, dass die darauf pochen, dass wir einen einheitlichen globalen Standard haben, egal ob das Amerika, Europa oder auch Asien ist, weil ich glaube, dass eine der Maßnahmen, wie wir China, ich will nicht sagen wollen zwingen, aber motivieren, auch bestimmte Standards einzuhalten bzw. sich damit zu befassen, nur damit kriegen, dass wir ein globales, einheitliches System haben, wie wir Nachhaltigkeits-, soziale und auch Governance, also Aufsichtskriterien reporten und sie dann letztlich auch zu einem Bestandteil machen, dass dieses Unternehmen global Geschäfte machen kann oder eben auch sich global Kapital beschaffen kann. Und dann kommen wir einen ganzen Schritt weiter. Und da ist natürlich, sind wir im Moment mit Zivilgesellschaft und Wissenschaft stark drin zu sagen, es muss wirklich Science-Based Reporting sein, weil da sind natürlich jetzt auch wieder viele Akteure drin, die sagen, oh bitte nicht zu streng. Es muss Science-Based sein und es braucht auch eine Qualitätssicherung. Vielleicht ein bisschen besser als bei Wirecard, aber hoffentlich haben wir auch daraus was gelernt. Wir müssen zum Ende kommen. Ist schon so, ne? Jetzt haben wir eigentlich gerade angefangen. Wir sind dem Ende schon ganz nahe. Wir sind ein bisschen vom Wachstum abgekommen. Wir haben es mehr so indirekt gestreift am Ende. Altkanzler und Ex-CEOs können die Wahrheit sagen. Deswegen als abschließende Frage, brauchen wir dauerhaft quantitatives Wachstum? Oder werden wir in den nächsten Jahrzehnten in eine Gesellschaft reinkommen, die quantitatives Wachstum nicht mehr zwingend braucht? Tja, wenn sich die Menschheit einig wird, dass das Leben als mehr besteht als der Ansammlung von Gütern und Dingen, die nach heutigen Normen für die einzelnen Kulturen wichtig sind, dann meine ich, kämen wir auch so gut zurecht. Ich befürchte nur, dass wir so starke Diskrepanzen haben zwischen Entwicklungsländern und Industrieländern, auch Interessenskonflikte haben zwischen Demokratien und totalitären Staaten, zwischen Jung und Alt, zwischen Stadt und Land, dass wir eine ganzheitliche Werteordnung, so wie wir sie uns wünschen, nämlich dass alle Menschen miteinander Verständnis entwickeln, Respekt entwickeln, eine friedliche Koexistenz der jeweiligen Systeme und Kulturen passiert, dass uns das nicht gelingen wird. Das befürchte ich, weil mir immer noch eigentlich fehlt, wie wir eine horizontale, globales Verständnis dessen erzeugen, was wirklich für die Menschheit zählt. Das ist problematisch. Und ich habe kürzlich, hatte ich mit jemandem gesprochen, der jetzt nicht dafür bekannt ist, dass er ein tiefes Demokratieverständnis hat, der auch den Berichten nach nicht gerade zimperlich mit seiner Tochter umgeht, nämlich den Ruler von Dubai. Und der sagte etwas, und das hat mich echt beschäftigt. Da sagte er, naja, und es ging auch um die Welt. China, Amerika, Europa, die Zeit nach dem Öl und diese Dinge. Gesellschaftliche Ordnung, Verschiebung auch der globalen Bedeutung. Und er sagte, naja, mein Großvater, der saß auf dem Kamel. Ich habe einen Mercedes. Mein Sohn hat einen Land Rover. Mein Enkel hat auch einen Land Rover. Mein Urenkel wird wieder ein Kamel haben. Was sagt uns das?
er adressiert etwas, was möglicherweise auch mit Konrad Jebev zu tun hat, dass wir ganz langfristige Zyklen haben, wo sich Industrie und Entwicklungsgesellschaften immer wieder neu formen müssen. Und das darf uns eigentlich nicht passieren. Das ist die große Aufgabe, die alle diejenigen haben, die Führungsverantwortung übernehmen, die den Anspruch haben, es besser zu wissen als der Durchschnitt der Menschen. Das sind Sie als Wissenschaftler, das ist die Kirche, das ist die Politik, das sind all diejenigen, die den Anspruch haben, dass sie es besser verstehen als den Rest der Menschen. Und das ist die große Aufgabe. Und das ist auch das einigende Element zwischen den jeweiligen Interessensgruppen, dass sie eine größere Verantwortung haben als nur die für uns selbst. So, wir danken dir für das Gespräch und den Austausch. Und für den super Intro für morgen, weil ich glaube, jetzt sind wir genau an dem Punkt, wirklich ernsthaft zu verhandeln. Wachsen, was sollte wachsen, was kann wachsen, um etwas zu erhalten. Da gehen wir morgen rein. Mit dieser wunderschönen Zusammenfassung von den Kamelen zu den Land Rovern und zurück. Bis morgen.